Große Neuigkeiten aus Malta. 15% Körperschaftssteuer wurden angekündigt Anfang September. Was bedeutet das jetzt für dich? Haben sich die 5% effektive Körperschaftssteuer in Malta damit erledigt? Genau das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja sehr aktiv in Malta, schon seit 2011. Ich habe selbst zweimal in Malta gelebt, für ein Jahr, auch mit meiner Familie. Wir kennen Malta extrem gut, haben extrem vielen Mandanten geholfen, dort ein Unternehmen zu gründen oder auch dorthin umzuziehen. Wir veranstalten regelmäßig Seminare zum Thema Auswandern nach Malta. Um es für dich einfach zu machen, finden diese Seminare nicht in Malta statt, sondern in Zürich. Termine findest du auf unserer Webseite. Dort wirst du alles lernen zum Thema Non-Dom-Status, Firmengründung, Steueroptimierung und natürlich auch die ganzen steuerlichen Themen, Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung, alles, was man wissen muss, um Malta zu seiner neuen Super-Plattform zu machen, um fast keine Steuern zu bezahlen, weniger Steuern als in Dubai, wie viele Tage du wirklich in Malta sein musst, etc. pp. Das sind alles Themen, die wir bei diesem Seminar behandeln. Neben mir dabei ist auch meine Schwägerin Sabrina. Sabrina lebt selbst in Malta seit 2011 und leitet unsere Aktivitäten dort. Sie weiß alles zum Leben in Malta. Sie lebt dort mit ihrer Familie, mit ihren Kindern und kann dir ein sehr detailliertes und aufschlussreiches Bild geben, wie du dir das Leben in Malta vorzustellen hast. Termine auf unserer Webseite. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Nun aber zu unserem eigentlichen Thema, nämlich das Thema 15% Körperschaftssteuer in Malta. Am 2. September 2025 hat die maltesische Regierung verkündet, dass ab jetzt eine Körperschaftssteuer in Malta von 15% gilt. Die Frage ist natürlich nun, gilt nach wie vor das 5% Modell der effektiven Körperschaftssteuer, das ja bisher in Malta sehr beliebt war. Malta ist damit tatsächlich effektiv das Land der EU mit dem geringsten Körperschaftssteuersatz, nämlich wie gesagt 5%. Schauen wir uns das doch einmal im Detail an. Hier also haben wir die maltesische Steuerberaterkammer. Sie hat am 2. September 2025 diesen Artikel veröffentlicht, diesen sehr kurzen Artikel. In exercise of the powers conferred by Article 22b of the Income Tax Act, the final income tax without imputation regulation 2025 have been published by legal notice 188 of 2025. Article 22 of the Income Tax Act permits the minister responsible for finance to make regulations for the charging and levying on an elective basis of a tax higher than the established in relation to the profits of Malta entities as defined in such regulations. Also hier steht lediglich, dass der Finanzminister Änderungen am Körperschaftssteuersatz vornehmen kann. Dann geht's weiter. The regulation published on 2nd of September permit an entity as defined to elect to be taxed in Malta on its chargeable income at the rate of 15% in lieu of the rate determined in Article 56.6 of the Act without the application of the imputation system. Said election may be made in respect of income accruing to or derived by the entity in the fiscal year preceding the year of assessment 2025 and subsequent years. Also das heißt, eine maltesische Gesellschaft kann wählen, ob sie mit 15% besteuert wird, anstatt dem sogenannten Imputation System. Das sind eben die 5%. Das Ganze geht ab 2024, das heißt preceding the year of assessment 2025, das heißt 2024. Und man muss für mindestens 5 Jahre sich für diese Wahl dieses Systems entscheiden. Also was heißt das zunächst mal? Was ist der Kontext? Der Kontext ist natürlich die globale Mindeststeuer. Du weißt vielleicht, die OECD hat eine globale Mindeststeuer von 15% eingeführt für Unternehmen. Auch hier ist natürlich die Frage, inwieweit das Ganze tatsächlich jetzt seine Wirkung entfaltet, denn die USA haben ja ganz klar gesagt, sie machen da nicht mit und haben diese Lösung nicht mit angenommen. Aber das ist der Hintergrund, warum Malta das Paket angenommen hat, diese 15% Körperschaftssteuer eingeführt haben. Zypern hat ebenfalls seine 12,5% Körperschaftssteuer auf 15% erhöht. Das gilt ab 2026. In Malta sind es nun 15%. Aber das Wichtige ist, du kannst nach wie vor das Imputation-System mit den 5% benutzen. Aber du kannst jetzt dich auch entscheiden für 15%. Jetzt natürlich die Frage, warum würde man allen Ernstes 15% freiwillig bezahlen, wenn man auch 5% bezahlen kann? Nun, die 5% haben tatsächlich natürlich auch ihre Nachteile, denn
Im Grunde genommen ist der tatsächliche Körperschaftsteuersatz in Malta ja 35%. Um jetzt von den 35% auf effektiv 5% zu kommen, gibt es eine Steuererstattung an den ausländischen Gesellschafter der maltesischen Gesellschaft. Dafür brauche ich aber eine möglicherweise komplexere Firmenstruktur, die aus bis zu 3 Firmen besteht, nämlich einer maltesischen operativen Gesellschaft, einer maltesischen Holdinggesellschaft und einer Holding im Ausland. Wir verwenden dafür regelmäßig eine schottische Limited Partnership. Jetzt kannst du dir also überlegen, wenn du ein Unternehmen bist, was jetzt vielleicht keine Millionen Umsätze und Millionen Gewinne macht, dann ist eine solche Firmenstruktur und die Verwaltung einer solchen Firmenstruktur möglicherweise komplexer, als du das wirklich möchtest. Unserer Erfahrung nach geht das problemlos, auch für kleinere Unternehmen, aber natürlich, damit sind höhere Kosten verbunden. Das heißt, wir empfehlen natürlich dieses System normalerweise nur, wenn man mindestens 250.000 Euro Gewinn macht. Ja, davor ist man möglicherweise besser in Zypern beraten oder war besser in Zypern beraten, denn jetzt brauchst du ja auch in Malta nicht mehr diese komplizierte Firmenstruktur. Jetzt wirst du in Malta in Zukunft einfach eine Firma brauchen, nicht mehr 3 Firmen. Kannst dort, wenn du möchtest, auf freiwilliger Basis die 15% bezahlen, also genauso viel wie in Zypern ab 2026 und kannst dann vielleicht später auf das 5%-Modell wechseln und dann weitere Firmen gründen, wenn du mehr Umsatz, mehr Gewinn erwirtschaftest. Also das heißt, die 5%-Regelung in Malta gibt es weiterhin. Es gibt hier keinen Plan, diese zu ersetzen. Ich habe es auch nicht irgendwie im Hintergrund gehört, dass da irgendwas geplant ist. Denn diese 5% sind ja auch von der EU abgesegnet und wurden natürlich vor allen Dingen Malta auch genehmigt, weil Malta ein sehr kleines Land ist. Da gibt es keine natürlichen Ressourcen und irgendwie muss man ja Investment anlocken. Andernfalls ist das ganze Land finanziell abhängig von der EU in noch viel größerem Maße, als es bisher ja ohnehin schon der Fall ist. Deswegen stimmt die EU solchen Steuersparpaketen notgedrungen zu. Ich meine, es gibt ja ähnliche Lösungen, zum Beispiel auch in Madeira und anderen Regionen in der EU. Das heißt, all jene, die bisher gesagt haben, naja, ich gehe dann doch lieber nach Zypern, weil in Zypern zahle ich zwar mehr Steuern, dafür habe ich aber geringere Kosten, was mein Unternehmen anbelangt, denen kann man jetzt sagen, naja, vielleicht kannst du dir doch Malta näher anschauen. Natürlich ist das nicht alles, da gibt es noch andere Dinge, die man dort berücksichtigen muss. Der Non-Dom-Status in Malta ist grundsätzlich besser als der zypriotische Non-Dom-Status, aber man muss eben auch bei dem Non-Dom-Status 5.000 Euro Mindeststeuer bezahlen auf persönlicher Ebene. Das hat jetzt nichts mit der Gesellschaft zu tun. Das lässt sich vielfach einfach schon dadurch erledigen, dass man sich ein kleines Gehalt bezahlt bei seiner eigenen Firma, 2.000 Euro, 2.500 Euro, dann zahlt man so ungefähr 500 Euro Abgaben im Monat und damit sind ja dann die 5.000 Euro Steuern bezahlt. Damit ist man auch gleichzeitig krankenversichert in Malta. Wobei eine Krankenversicherung gibt es nicht. Man ist dann beim staatlichen Gesundheitssystem mitversichert, kann dann natürlich auch die Gesundheitssysteme in den anderen EU-Ländern verwenden, jedenfalls wenn man vor Ort ist und es gibt dort einen medizinischen Notfall. Also man kann jetzt den Vergleich in Zypern nicht nur reduzieren auf diese 15%. Das sind noch umfassendere Details mit zu bedenken. Wichtig an dieser Stelle ist für dich 5% nach wie vor möglich in Malta und das ist auch das Modell, was ich jedem empfehlen würde, weil natürlich 5% sind sensationell wenig und wenn du einen Gewinn erzielst in der Höhe, wie ich ihn vorhin gesagt habe, dann sind selbst die höheren Strukturkosten in Malta sehr schnell wettgemacht, wenn du es zum Beispiel mit Zypern vergleichst, wo du ja in Zukunft auch 15% bezahlen musst und da natürlich in Zypern, darf man nie vergessen, immer noch 2-3% auf die Dividenden, die du erhältst. Das gibt es in Malta bekanntlich nicht. Man braucht allerdings dann eben die Holdingstruktur im Ausland. Also das muss man eben einmal durchrechnen, wie das für das persönliche Unternehmen und für die persönlichen Umstände sich dann mathematisch am besten ergibt. Und natürlich nach wie vor ist Malta sehr interessant als Wohnsitzland. Malta ist ein EU-Land, ein Abkommensland mit Deutschland. Das DBA mit Malta hat keine Rückfallklausel. Das DBA ist auch besser als das DBA mit Zypern. Das heißt, wenn du einen rechtskonformen Wohnsitz in der EU suchst, dann kann Malta für dich auf jeden Fall interessant sein, selbst wenn du viel reisen willst. Denn Malta hat zum Beispiel keine minimale Anwesenheitszeit, keine minimalen Anwesenheitstage, die du in Malta verbringen musst. Das heißt, du bekommst ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ausgestellt in Malta, wenn du einfach zeigen kannst, dass du dort eine Wohnung hast. Wie viele Tage du dort verbracht hast, ist völlig egal. Damit natürlich sehr interessant für jene, die jetzt keine Tage zählen wollen, die halt geschäftlich viel unterwegs sind, die viel reisen in der Welt, aber dennoch gegenüber Banken oder gegenüber einem Finanzamt ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat von einem glaubwürdigen Staat brauchen.
der wiederum selbst viele Doppelsteuerungsabkommen hat. Das ist in Malta sicherlich gegeben. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du dir überlegst, in Malta einen Wohnsitz zu begründen oder dort eine Firma zu etablieren, ein Unternehmen zu gründen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich hatte es ja vorhin schon erzählt, wir sind seit 2011 in Malta aktiv. Ich habe da selbst zweimal gewohnt. Ich kenne die Insel sehr gut. Sabrina wohnt dort immer noch. Also auch deutschsprachige Ansprechpartner sind jederzeit sichergestellt. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.